Stell dir vor, du trittst aus deiner Haustür. Wenn du nach links schaust, siehst du so eine richtig pulsierende Strandparty. Das Wasser glitzert, reiche Touristen lassen das Geld in Strömen fließen und das Leben fühlt sich irgendwie an wie so ein ewiger Sommerurlaub. Das klassische Postkartenmotiv quasi? Genau. Und wenn du dann aber nach rechts schaust, blickst du auf gerissene, total ausgetrocknete Erde, verzweifelte Landwirte und eine, ja, fast schon apokalyptische Dürre. Ja, das klingt echt wie ausgedacht, oder? Voll. Das ist aber keine Kulisse für einen Film. Das war die absolute harte Realität im Februar 2018 in Uruguay. Ein Land, das einfach an zwei völlig entgegengesetzten Enden des Spektrums existiert. Und das zur selben Zeit oft nur wenige Autostunden voneinander entfernt. Das ist schon echt heftig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Analyse hier bei Mathe Smarte Mission. Wir sind wieder euer virtuelles Redaktionsteam und wir nehmen uns heute wieder eine ganz besondere Reise vor. Wir tauchen nämlich richtig tief in das faszinierende Archiv des Heydrich-Blocks ein. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Wir schauen uns heute die Erlebnisse von Gabi und Steffen an. Die leben ja auf ihrer ländlichen Chakra im Departamento Colonia, ein Leben, das uns hier in Europa oft, unglaublich fremd erscheint. Also bevor wir da jetzt in die ganz tiefen Details gehen, möchte ich für uns alle kurz nochmal den Rahmen abstecken, ne? Ja, super wichtig. Wir sprechen hier über Berichte, die schon einige Jahre zurückliegen. Aber, und das ist echt der entscheidende Punkt, genau diese zeitliche Distanz macht das Archiv halt so unbezahlbar. Definitiv. Wir bekommen hier eben keine für Instagram inszenierten Sonnenuntergänge oder so eine künstliche Dramaturgie von irgendeiner Auswanderer-Doku-Soap serviert. Das ist wirklich das pure, ungeschönte Leben in Südamerika. Genau, das pure Leben. Und das dient uns heute einfach als perfekte Blaupause, um diese fundamentalen Mechanismen von diesem Land zu verstehen. Die Naturgesetze und auch die kulturellen Eigenheiten, mit denen Gabi und Steffen da im Februar 2018 gerungen haben, die gelten heute noch ganz genauso. Ja, absolut. Wenn wir da mal auf unsere letzte Analyse zurückblicken, also als wir uns den Januar 2018 vorgenommen haben, da haben wir ja schon gemerkt, wie wild und komplett unvorhersehbar der Alltag dort sein kann. Oh Gott, ja. Erinnert ihr euch noch an das Anderson-Dilemma? Ah, der Holzfäller. Genau. Dieser Holzfäller, der nach nur einem einzigen Arbeitstag so viel Geld verdient hatte, dass er es einfach vorzog, tagelang total entspannt in einem Schuppen zu liegen, anstatt weiterzuarbeiten. Ja, eine völlig andere Arbeitsmoral. Oder Gabi, die aus dem Nichts heraus so einen riesigen Schwarm Wildbienen mit nassem, qualmendem Gras aus dem heimischen Kamin räuchern musste. Also das war schon ein irrer Start ins Jahr. Mein Respekt für die beiden und ihre Anpassungsfähigkeit, der ist seitdem enorm gewachsen. Und diese Anpassungsfähigkeit, die wird im Februar 2018 auf eine noch viel, viel extremere Probe gestellt. Der südamerikanische Hochsommer erreicht hier nämlich seinen absoluten Höhepunkt. Und der treibt die Gegensätze des Landes echt brutal an die Oberfläche. Lass uns da direkt mal einsteigen. Das Wetter dominiert da wirklich alles. Also ich habe mir die Aufzeichnungen da nochmal genau angesehen. Und das Szenario wirkt wirklich, als würde man versuchen, eine Episode Baywatch und so einen Mad Max-Film auf demselben Kontinent zu drehen. Das ist ein richtig guter Vergleich. Gabi und Steffen gönnen sich in diesem Monat nämlich eine dringend nötige 3-tägige Auszeit in Montevideo. Die Stadtstrände dort, die platzen aus allen Nähten. Es gibt so kleine Vergnügungsparks mit Schiffschaukeln am Wasser. Die Leute besuchen Flohmärkte. Alles super entspannt, ja? Und an der Atlantikküste, also in Orten wie Punta del Este, da herrscht einfach der blanke Ausnahmezustand. Die Schönen und Reichen aus dem benachbarten Argentinien, die fallen dort ein, die Preise explodieren und das Leben ist da eine einzige feuchtfröhliche Party. Ja, das ist halt echt diese Blase des Überflusses. Zwischen Dezember und Februar steht in Uruguay ohnehin das halbe Land still. Es sind halt Sommerferien. Klar. Und bei Temperaturen von regelmäßig über 35 Grad, also im Landesinneren klettert das Thermometer sogar gerne mal auf über 40 Grad, da schaltet das öffentliche Leben natürlich verständlicherweise 3 Gänge runter. Da würde ich auch nicht mehr arbeiten wollen. Eben, Geschäfte schließen früher oder machen nachmittags einfach gar nicht erst auf. Wer irgendwie kann, der flüchtet halt ans Wasser. Aber das ist ja das Verrückte. Während an der Küste echtes Geld verprasst wird, spielt sich im Landesinneren einfach eine nationale Katastrophe ab. Eine Dürre, die fast schon biblische Ausmaße annimmt. Ja, es hat da wochenlang nicht annähernd genug geregnet. Gabi beschreibt es echt eindrücklich, wie diese Wasserlöcher, die sogenannten Tajamares, einfach zu so staubigen Kuhlen austrocknen. Flüsse sind nur noch kleine Rinnsale
Und auf den endlosen Weiden, da wächst wirklich kein einziger grüner Halm mehr. Alles ist verbrannt und braun. Und die wirtschaftlichen und emotionalen Konsequenzen, gerade für ein Agrarland, die sind in so einer Phase einfach komplett verheerend. Wenn das Gras stirbt, stirbt halt die Nahrungsgrundlage für Millionen von Tieren. Das ist ein Dominoeffekt. Genau. Die Landwirte stehen dann echt vor einer grausamen mathematischen Gleichung. Das Futter, das sie jetzt wahnsinnig teuer aus anderen Regionen oder sogar Ländern zukaufen müssten, das übersteigt zusammen mit den Tierarztkosten einfach rasend schnell den eigentlichen Marktwert der Tiere. Ja, die Zahlen aus dem Blog, die haben mich da wirklich schockiert. Wir reden hier von so einer reinen Verzweiflungsökonomie. Kälbchen und Schafe werden da regelrecht verramscht für lächerliche 20 US-Dollar pro Tier. Wahnsinn, oder? $20? Und der Pferdemarkt, der kollabiert völlig. Reitpferde, die noch wenige Jahre zuvor total stabil zwischen 700 und 1200 Dollar gehandelt wurden, werden plötzlich für 200 Dollar abgestoßen. Die Besitzer wissen da einfach nicht mehr, wie sie die Tiere durchbringen sollen. Ja, und deshalb landen viele Tiere für eine Handvoll Dollar direkt im Schlachthof. Das ist echt traurig. Aber Gabi und Steffen, die auf ihrer Chakra offenbar extrem vorausschauend gewirtschaftet haben und noch genug Futterreserven besitzen, die nutzen diesen Preisverfall. Sie stocken ihre eigene kleine Herde extrem günstig auf 50 Schafe auf. Darunter ja auch 2 prächtige Böcke namens Octavio und Lucifer, ne? Genau. Lucifer, was für ein Name für ein Schaf. Ja, absolut passend irgendwie. Das war jedenfalls eine super kluge, antizyklische Entscheidung, die aber halt auch nur funktioniert, weil sie eben nicht von den Erträgen tausender Rinder abhängig sind. Die operieren da in so einem ganz überschaubaren Mikrosystem. Ich muss hier allerdings mal eine Theorie in den Raum werfen. Also wenn ich mir dieses Ausmaß an Zerstörung durch Trockenheit ansehe, dann frage ich mich echt, warum passiert das immer wieder? Uruguay ist massiv von der Landwirtschaft und der Rinderzucht abhängig. Das ist das Rückgrat der Wirtschaft. Ja, völlig richtig. Warum ist die Landschaft dann nicht übersät mit riesigen Reservoirs, Staudämmen oder irgendwie so gigantischen landesweiten Bewässerungssystemen, wie wir sie aus Südeuropa oder von mir aus Kalifornien kennen? Fehlt es da einfach am Geld oder am technischen Know-how? Weder noch. Die Antwort liegt wirklich in der Art und Weise, wie Landwirtschaft dort ganz traditionell betrieben wird. Und das gepaart mit der schieren Wucht der südamerikanischen Klimazyklen. Okay, erklär mal. Also, wir Europäer denken Landwirtschaft sehr intensiv. Das heißt, hoher Ertrag auf kleiner Fläche, komplett durchstrukturiert, stark technologisiert. Ja, jeder Quadratmeter wird genutzt. Genau. Aber in weiten Teilen Südamerikas dominiert die extensive Landwirtschaft. Du hast gigantische Ländereien, auf denen sich die Rinder total frei bewegen. So ein flächendeckendes Hightech-Bewässerungssystem für Ländereien, die oft so groß sind wie halbe europäische Bundesländer, das rechnet sich wirtschaftlich schlichtweg überhaupt nicht. Okay, das bedeutet also, der Einsatz von Technologie wäre auf lange Sicht teurer als der gelegentliche Verlust durch diese Dürren? Exakt. Und hinzu kommen dann noch diese makroklimatischen Effekte wie El Niño und La Niña. Das Wetter schlägt dort mit so einer Vehemenz um, das kann man infrastrukturell kaum bändigen. Wow. Das ist wirklich auch ein kultureller Mentalitätsunterschied. Man versucht dann nicht, die Natur wie in so einem europäischen Ingenieurstraum komplett zu beherrschen. Man akzeptiert diese extremen Zyklen. Man lebt quasi mit der Natur, nicht gegen sie. Richtig. Wenn die Dürre zuschlägt, bereinigt der Markt sich halt auf echt brutale Weise. Aber wenn der Regen schließlich zurückkehrt, dann explodiert das Wachstum dort und das Land erholt sich in einem Tempo, das wir uns in Europa echt kaum vorstellen können. Es ist wie so ein ständiges Atmen der Natur. Das ist echt ein starkes Bild. Und diese extreme Abhängigkeit von der Natur führt uns direkt zu einem weiteren unglaublich faszinierenden Punkt in unserer heutigen Analyse. Oh ja, das Lebensmittelthema. Genau, wenn die Zeiten hart werden und das Wasser knapp ist, da sollte man doch meinen, die Menschen nutzen wirklich jede verfügbare Nahrungsquelle, die die Natur ihnen irgendwie bietet, richtig? Das würde der europäische Verstand sofort diktieren, ja. Genau das dachte Gabi offenbar auch. Sie entdeckt nämlich auf ihrer Chakra wilde Brombeeren. Und wir sprechen hier jetzt nicht von einem kleinen Busch am Wegesrand, nein, diese Pflanzen wuchern da über eine Fläche von fast 3 Hektar. 3 Hektar Brombeeren. Das muss ich dir mal vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Gabi zieht sich also Handschuhe an, trotz der brütenden Hitze, sammelt wirklich eimerweise diese Beeren und fängt an, Marmelade einzukochen. Soweit, so logisch.
eigentlich schon. Aber jetzt kommt dieser kulturelle Kurzschluss. Die einheimische Landbevölkerung, die hat absolut keine Ahnung, dass man diese Beeren essen kann. Das ist echt so ein fantastisches Detail im Blog. Für die Uruguayer in Gabis Umfeld war das einfach nur ein super lästiges, stacheliges Unkraut. Das gute Glas, ja. Ja. Und als Gabi dann die Frau von ihrem Angestellten bei einer passenden Gelegenheit mal fragt, ob sie nicht Lust hätte, selbst mal loszuziehen und Beeren für die eigene Speisekammer einzukochen, da schaut die Frau sie nur mit so einem milden, fast schon mitleidigen Lächeln an. Das ist so eine Szene, ne? Diese Reaktion, die offenbart echt einen ganz tiefen kulturellen Graben. Vorratshaltung, also dieses klassische europäische Konzept vom Einkochen, Einmachen, den Keller für den harten Winter mit Konserven zu füllen, das existiert in der ländlichen uruguayischen Kultur in dieser Form praktisch gar nicht. Aber warum denn nicht? Das Land wirft so unfassbar viel ab. Warum wird diese Fülle nicht irgendwie konserviert? Das hat historische und auch infrastrukturelle Gründe. Uruguay hat einfach keinen monatelangen, eisigen Winter, der die Menschen historisch irgendwie dazu gezwungen hätte, monatelang von Vorräten zu leben. Das ganze Jahr über gab es im Zweifelsfall immer Fleisch. Ach so. Die ganze Gaucho-Kultur, die war ja extrem fleischlastig. Gemüse und Beeren, das spielte historisch einfach echt eine super untergeordnete Rolle. Man lebt da viel stärker im Moment. Man kauft also ein, wenn der Hunger da ist. Genau. Zur Not geht man auf dem Dorf eben zweimal am Tag einkaufen, weil immer irgendein kleiner Kiosk oder so ein Tante-Emma-Laden geöffnet hat, selbst sonntags. Das führt dann zu dem, was ich beim Lesen irgendwie das uruguayische Supermarkt-Paradoxon genannt habe. Lass mich versuchen, das mal für euch zusammenzufassen. Ich bin gespannt. Also du wanderst in ein riesiges, sonnenverwöhntes Agrarland aus, der Boden ist unfassbar fruchtbar, du fährst dann dort zum Supermarkt und erwartest überquellende Auslagen mit richtig frischem lokalen Gemüse. Das würde man erwarten, ja. Stattdessen stehst du vor endlosen Regalen voller Blechdosen. Ananas in der Dose, Pfirsiche, Dose, Erbsen und Mais, Dose. Und wenn du dann echt mal frische Sachen wie Artischocken, Gurken oder Spargel suchst, dann stellst du fest, dass das oft super teure Importware ist. Das ist doch irre. Meine Schlussfolgerung wäre hier, die gesamte riesige Landwirtschaftsmaschinerie Uruguays ist fast ausschließlich auf den globalen Export ausgerichtet, richtig? Richtig. Also Soja, Rindfleisch, Zellstoff, die produzieren gar nicht den Apfel für den Supermarkt um die Ecke, sondern die Rohstoffe für den Weltmarkt. Das führt dann dazu, dass paradoxerweise frische, verarbeitete Lebensmittel für den lokalen Markt da kaum eine Rolle spielen. Ja, diese Beobachtung ist echt goldrichtig. Der Binnenmarkt für veredelte, frische Lebensmittel ist extrem klein, weshalb sich lokale Produktionsketten für so etwas kaum lohnen. Und das wird besonders deutlich bei einem fast schon komischen Detail, das Gabi beschreibt. Was meinst du? Es gibt im Land schlichtweg keine vernünftigen Marmeladengläser oder Einweggläser zu kaufen. Ach ja, das ist echt der Wahnsinn. Sie hütet die Vorratsgläser, die sie damals in ihrem Schiffscontainer aus Deutschland mitgebracht hat, wirklich wie so einen Staatsschatz. Sie fordert diese Gläser auch rigoros zurück, wenn sie was verschenkt. Aber warum gibt es die dort nicht? Liegt das an einer fehlenden heimischen Glasindustrie? Ja, zum großen Teil schon. Glas ist halt echt schwer, zerbrechlich und damit im Import unglaublich teuer. Wenn es keine massive, billige, lokale Glasproduktion gibt und gleichzeitig kulturell ohnehin kaum jemand einkocht, ja, dann importiert halt auch kein Supermarkt leere Einweggläser. Das macht Sinn. Deshalb wird in Südamerika unfassbar viel in Plastik, Tetrapacks oder eben in Blechdosen abgefüllt. Das ist echt ein enormes Stück Wissen für jeden, der da den Blick in die Ferne richtet. Und genau daher bereiten sich Mathis und seine Frau ja auch so super intensiv und akribisch auf ihre eigene Auswanderung vor, die die beiden ja für 2029 anpeilen. Ja, die beiden studieren solche Berichte wirklich ganz genau. Voll. Frau Mathis lernt ja aktuell in Deutschland richtig professionell, wie man Käse selber herstellt. Und warum? Weil sie durch Recherchen wie eben den Heidrich-Blog ganz genau wissen, dass vernünftiger Käse in Uruguay als Importware extrem teuer ist. Wer dort ländlich leben will, braucht dann plötzlich wieder Fähigkeiten, die wir in Europa fast komplett verlernt haben. Absolut. Wer mit europäischen Konsumgewohnheiten dorthin geht, der wird sehr schnell sehr viel Geld los. Wer sich aber anpasst, dem eröffnen sich völlig neue Freiheiten. Wobei es ja manchmal auch einfach die kleinen, absurden Dinge sind, die einen erfreuen. Gabi und Steffen machen in diesem Monat nämlich einen Ausflug nach Nuevo Berlin. Ah,
Ja, Nuevo Berlin. Das ist eine Gemeinde, die um 1875 von deutschen Auswanderern gegründet wurde, Genau. liegt wunderschön am Ufer des Rio Uruguay und man wird dort im Touristenbüro echt fast frenetisch begrüßt, wenn man mit einem deutschen Pass auftaucht, weil sich da heute nur noch super selten Europäer dorthin verirren. Deutsch spricht dort heute allerdings niemanden mehr. Aber sie haben dort etwas gefunden, das absolut skurril ist. Auf einem zentralen Platz steht da tatsächlich ein echtes Stück der Berliner Mauer hinter Plexiglas. Mitten in Uruguay. Ein historisches Monument mitten im tiefsten Südamerika. Aber die Einheimischen, die zucken da nur mit den Schultern. Für die ist das einfach ein bunter Betonklotz. Total irre. Aber Gabi und Steffen interessieren sich letztlich auch viel mehr für eine ganz andere Entdeckung an diesem Tag. Sie finden da nämlich an so einer kleinen Bude echtes Softeis. Ein Traum. Sie sitzen dann echt am Flussufer, schlecken Softeis und schwelgen in Erinnerungen. Es sind echt diese absurden Kontraste, die das Leben dort ausmachen. Und diese Kontraste, die ziehen sich auch durch das direkte Lebensumfeld auf der Chakra. Wenn wir uns jetzt den Überlebenskampf der Dürre mal kurz wegdenken, müssen wir uns auch anschauen, wie die Natur reagiert, wenn man sie einfach mal machen lässt. Die tierische Wohngemeinschaft bei Gabi und Steffen ist dafür nämlich das perfekte Beispiel. Also Wohngemeinschaft ist da fast schon untertrieben, das ist echt so ein funktionierendes Ökosystem wie aus einem Disney-Film. Das stimmt ja. Lass uns mal mit den Hühnern anfangen. Die beiden haben irgendwann beschlossen, den Tieren nicht mehr die Federn zu stutzen, um ihnen den Stress zu ersparen. Und das Resultat? Die Hühner entdecken plötzlich die Aerodynamik für sich. Ein kurzer Anlauf, ein kräftiger Flügelschlag und sie fliegen einfach mühelos über diesen meterhohen Gehegezaun. Plötzlich patrouillieren Hühner durch die Blumenbeete und fressen seelenruhig das Hundefutter. Was normalerweise auf so einen Hof zu einem ziemlich blutigen Konflikt mit dem Hofhund führen würde, ne? Genau. Aber Laika, die Hündin der beiden, die hat echt eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Die war früher ein passionierter Jagdhund, der wirklich jedem Hasen hinterherjagte. Aber die hat durch geduldige Erziehung verstanden, alles, was auf dem Grundstück lebt, gehört zur Familie und genießt diplomatische Immunität. Ein toller Hund. Sie akzeptiert die fliegenden Hühner. Das geht sogar so weit, dass Laika abends im Gras liegt und total entspannt zuschaut, wie Wildhasen Gabis frisch gepflanzte Rosenbüsche abnagen. Sie denkt sich da wohl, wenn ihr hier esst, seid ihr jetzt auch Familie. Lasst es euch schmecken. Wahnsinn. Aber der absolute Höhepunkt dieser tierischen Toleranz, der zeigt sich dann unter dem Feigenbaum. Oh ja, das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Die Feigen sind reif und unzählige Vögel stürzen sich echt auf den Baum. Die picken die Früchte oft nur an und lassen sie dann einfach fallen. Unter dem Baum entsteht dann so ein Teppich aus zermatschten, zuckersüßen Feigen. Für die Hühner ist das natürlich ein 5-Sterne-Buffet. Genau, aber sie speisen eben nicht allein. Regelmäßig taucht da eine massive Riesenechse, ein sogenannter Tegu, auf. Die schiebt sich dann einfach zwischen die pickenden Hühner. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Ja, und dann frühstücken Hühner und so eine prähistorisch anmutende Riesenechse echt friedlich Schulter an Schulter unter dem Feigenbaum. Am Abend kriecht die Echse dann super gemütlich in einen vom Blitz ausgehöhlten Eukalyptusstamm im Garten, um da zu schlafen. Das ist Symbiose in Weinkultur. Die Natur arrangiert sich halt einfach, wenn der Mensch nicht ständig eingreift. Zu dieser echt bunten Truppe gesellt sich dann im Februar auch noch Familienzuwachs. Ah, die Katze. Genau. Der Angestellte der Chakra wusste nämlich nicht, wohin mit einem Wurf Kätzchen aus seiner Garage. Und obwohl Steffen eigentlich allergisch gegen Katzenhaare ist, lassen sie sich erweichen und nehmen eine kleine Katze auf. Die kleine Mietz. Ja, Mietz. Nach ein paar Tagen Eingewöhnung in so einem Käfig springt sie völlig furchtlos zwischen dem großen Hund und den ganzen Hühnern herum. Das Ziel ist da natürlich klar. Wenn sie als Kitten lernt, dass Hühner Mitbewohner sind und kein Mittagessen, gibt es später keine Probleme. Sehr schlau. Das ist übrigens eine Beobachtung, die für das Projekt von Mattes und seiner Frau extremes Gewicht hat. Ihr Ziel ist es ja, 2029 ihre eigenen 3 Katzen, also Smokey, Gossip und Yellowbelly, mit nach Uruguay zu nehmen. Mhm. Und die 3 werden dann echt fast 20 Jahre alt sein. Genau. Und zu sehen, dass Tiere sich dort auch in einem fortgeschrittenen Alter oder in so wild gemischten Rudeln scheinbar völlig stressfrei in so neue Hierarchien und Umgebungen einfügen können, das ist natürlich eine ungemein beruhigende Information. Das zeigt einfach,
wie flexibel Leben sein kann. Aber, und hier müssen wir jetzt echt den Bogen spannen, Uruguay besteht eben nicht nur aus Riesenechsen und Dürren. Es gibt eine Facette des Landes, die unsere europäische Arroganz oft komplett Lügen straft. Die städtische Infrastruktur. Exakt. Gabi und Steffen stoßen da nämlich an eine ganz praktische Grenze. Der ständige, feine Staub und der harte Wind auf dem Land haben über die Jahre die teuren Kunststoffgläser ihrer deutschen Brillen buchstäblich blind geschmirgelt. Da siehst du gar nichts mehr. Nee, die brauchen dringend neue. Sie fahren also aus der Wildnis in die nahegelegene Stadt Colonia del Sacramento. Und was sie dort erleben, das sprengt echt jedes Vorurteil über südamerikanische Entwicklungsländer. Und weh. Sie betreten ein privates Optikergeschäft direkt an der Hauptstraße. Da gibt's kein wochenlanges Warten auf einen Termin. Sie hinterlassen einfach ihre Nummer, bekommen einen Termin für die nächste Woche und werden am Morgen des Termins sogar noch einmal per Anruf echt freundlich daran erinnert. So ein Service. Und dann erst der Service vor Ort. Die Optikerin war nicht nur mit modernsten diagnostischen Geräten ausgestattet, sie war tatsächlich in München bei Rodenstock ausgebildet worden. Die Untersuchungen dauerten fette 2 Stunden. Absolut gründlich, inklusive der Messung des Augeninnendrutts. Eine Leistung, für die man in Deutschland beim Augenarzt oft extra zur Kasse gebeten wird. Ja, Igelleistung, kennen wir alle. Genau. Und Sie bekommen dann High-End-Kunststoffgläser, 3 Jahre Garantie und nach 2 Wochen können Sie die perfekten Brillen abholen. Keine Sprachbarriere, brillante medizinische Versorgung. Unglaublich eigentlich. Ich würde das wirklich so zusammenfassen. Uruguay ist eine Gesellschaft der extremen Hyperlokalisierung. Wenn du da eine unsichtbare Grenze überschreitest und von der staubigen Piste in ein urbanes Zentrum wie Colonia fährst, überspringst du gefühlt ein ganzes Jahrhundert an technologischer Entwicklung. Das ist eine sehr treffende Analyse, weil das Land flächenmäßig halt groß, aber bevölkerungstechnisch echt klein ist, konzentrieren sich Investitionen, medizinisches Know-how und Infrastruktur massiv auf diese Küstenstädte und urbanen Zentren, wie Montevideo, Colonia oder eben Punta del Este. Das ist echt der Knackpunkt. Wer im tiefen Landesinneren lebt, der ist echt auf sich allein gestellt. Wer aber in der Nähe dieser Zentren lebt, genießt eine Versorgung auf absolutem Weltklasse-Niveau. Und das liefert uns eben auch die exakte Begründung, warum Mattes und seine Frau bei ihrer eigenen Standortsuche so rigoros vorgehen. Das kennen wir ja schon aus ihrem Unterkunftscheck. Oh ja, da wurden einige Orte direkt gestrichen. Genau, Orte wie La Coronilla oder San Gregorio de Polanco, die flogen direkt von der Liste. Einfach zu weit weg vom Schuss. Kein vernünftiges Krankenhaus in direkter Nähe. Die beiden wollen genau dieses ländliche Leben, aber sie fordern zwingend asphaltierte Straßen und diese schnelle Erreichbarkeit einer modernen Infrastruktur, beispielsweise im Umfeld von Maldonado oder eben Colonia. Und Gabis Brillenkauf, der beweist echt eindrucksvoll, dass genau diese Strategie der goldene Mittelweg ist. Absolut. Wenn wir all das mal zusammennehmen, wirkt dieser Februar 2018 wie so ein gigantisches Brennglas. Es bündelt die erbarmungslose Härte der Natur auf der einen Seite und die hochmoderne, unaufgeregte Zivilisation auf der anderen. Es sind wirklich 2 Gesichter desselben Landes, die da total parallel existieren. Der vertrocknete Boden, auf dem die Rinder leiden, und dann der Hightech-Optiker, der dir mit Münchner Präzision in die Augen leuchtet. Wahnsinn. Und jetzt sind wir enorm gespannt auf eure Gedanken. Was hat euch in dieser heutigen Analyse eigentlich am meisten überrascht oder zum Nachdenken gebracht? Ist es die Tatsache, dass so eine riesige Agrarnation keine Marmeladengläser produziert? Oder doch eher das Bild dieser Echse, die sich mit den Hühnern den Feigenbaum teilt? Lasst es uns wissen. Ja, schreibt es uns unbedingt unten in die Kommentare. Wir diskutieren da super gerne mit euch weiter. Und beim nächsten Blick ins Archiv nehmen wir uns dann den März 2018 vor. Und ich kann euch da echt versprechen, wenn ihr dachtet, die Dürre im Februar war extrem, dann haltet euch mal fest. Oh je, was kommt da auf uns zu? Es wird richtig dramatisch. Wir sprechen über gewaltige, völlig unkontrollierbare Flächenbrände. Wir sprechen über Blitze, die direkt ins Haus einschlagen und über eine physische Übermüdung, die Gabi und Steffen echt an ihre absoluten Grenzen bringt. Das klingt nach einem Blockbuster, den echt die Realität geschrieben hat. Bevor wir für heute den Deckel drauf machen, möchte ich euch noch einen kurzen Gedanken mit in den Tag geben. Schieß los! Wenn wir uns anschauen, wie Gabi und Steffen dort leben, fällt eines echt extrem auf. Wir in Europa, wir sind geradezu besessen davon, unsere Umwelt zu kontrollieren.
Wir bauen Dämme, wir schließen Versicherungen für alles und jeden ab, wir legen Vorräte für jede noch so kleine Eventualität an. Das Kontrollgeben, ja? Genau. Wir glauben, dass uns diese absolute Kontrolle Sicherheit gibt. Aber vielleicht macht uns dieses ständige Planen und Kontrollieren auch wahnsinnig fragil. Denn wenn der Plan dann scheitert, fallen wir sofort in Panik. In Uruguay, da funktioniert Kontrolle einfach nicht. Das Klima ist zu wild, die Strukturen sind viel zu dezentral. Da musst du dich anpassen. Wer dort überleben will, muss echt lernen, sich anzupassen. Den Sand auf der Brille zu akzeptieren, die fehlenden Vorratsgläser irgendwie hinzunehmen und einfach mal zu lächeln, wenn so eine Riesenechse das Hühnerfutter klaut. Vielleicht liegt wahre Resilienz nicht darin, immer den perfekten Plan zu schmieden, sondern einfach die Gewissheit zu haben, dass man auch dann überlebt, wenn der Plan sich in Luft auflöst. Ein sehr schöner Schlussgedanke. Wir danken euch, dass ihr bei diesem Deep Dive wieder mit uns abgetaucht seid. Das virtuelle Redaktionsteam räumt jetzt die Mikrofone weg. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Bis dann.